Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforie.de und damit herzlich willkommen zum ersten Video, in dem ich komplett barfuß moderieren würde. Warum? Weil es hier schlicht und einfach wunderschön warm und sonnig ist, denn wir sind in Mexiko. Hier testen wir für euch ein Fahrzeug, das nicht nur mit dem Strand klarkommt, sondern auch mit Offroad-Strecken, aber auch natürlich mit Asphalt. Und dabei rede ich vom neuen Audi Q5. Direkt vorab, bitte seht es mir nach, dass ich meine Sonnenbrille trage, aber es ist hier wahnsinnig hell, wahnsinnig schön warm. Zusätzlich haben wir noch einen hellen Boden und einen wolkenklaren Himmel. Dementsprechend sehe ich schlicht und einfach ohne Sonnenbrille gar nichts. Aber Gott sei Dank geht es ja gar nicht um mich und meine Sonnenbrille, sondern um den Q5. Den haben wir euch in einem Video noch nicht vorgestellt, allerdings in einem Text. Link dazu natürlich unten in der Infobox. Das heißt für uns, wir schauen uns das Fahrzeug jetzt mal komplett an und ich stelle natürlich heraus, was sich im Vergleich zu der Generation vorher verändert hat. Beginnen wir einfach mal vorne an der Front. Allgemein kann man schon sagen, ihr seht es, die Kanten, die wir schon zugegebenermaßen aus dem Vorgängermodell kennen, sind jetzt zum Teil etwas schärfer bzw. noch mehr herausstechend, noch mehr herausgezogen, aber das Grunddesign bleibt im Prinzip dasselbe. Die Front wurde allerdings verändert. Wir haben hier diese Alu-Optik einmal außenrum um den Grill, praktisch wie so einen Rahmen. Und genau dieser Rahmen kommt dann praktisch mit der Karosserie zusammen und ergibt eine Formsprache, wie ihr das hier schon sehen könnt. Außerdem wurde der Grill an sich ein bisschen verändert. Ihr seht, die Streben sind jetzt ein bisschen anders angeordnet und das Ganze wirkt nochmal ein bisschen präsenter, ein bisschen mehr auf den Boden gesetzt. Was allerdings komplett neu ist, sind die Scheinwerfer. Die haben jetzt eine komplett neue Designsprache. Ihr seht es, auch hier ist wieder das Thema 3D-Effekt aufgegriffen worden. Das heißt, wir haben hier verschiedene Vertiefungen und dementsprechend die einzelnen Lämpchen auch vertieft gesetzt. Serienmäßig kommt der Q5 mit Xenon Plus Scheinwerfern. Wenn das nicht reicht, der kann natürlich auch LED-Scheinwerfer wählen. Und wem das immer noch nicht genug ist, der nimmt dann Matrix LED, wie in unserem Fall. Die von vorne schon erwähnten Linien ziehen sich dann komplett einmal um die Karosserie herum und man sollte meinen, dass im Vergleich zum Vorgänger auch diese Linie noch mal so ein bisschen mehr herausgestellt ist. Sie macht sogar so eine leichte Außenwelle. Ihr könnt das vielleicht jetzt nicht so gut sehen, aber in den Close-Ups vielleicht schon, denn sie biegt sich noch mal so ein bisschen noch mehr nach außen, wenn ich das jetzt mal so übertrieben darstelle. Was wir hier außerdem haben, ist einmal hier unten diese Plastikverkleidung, die einmal rumzieht, natürlich zum Schutz. Aber oben drüber findet sich dann noch einmal diese Alu-Optik-Leiste. Sie ist matt, das heißt, verkratzen kann sie sicherlich nicht so schnell, wie wenn wir hier Lack haben. Aber sie macht doch auf jeden Fall was her und das ist, glaube ich, der Punkt, warum Audi sie gewählt hat. Denn es sieht viel, viel schöner aus, als wenn man hier jetzt nur Plastik hätte. Fraglich ist natürlich, inwieweit das verkratzt, aber optisch macht es sehr, sehr viel her. Bevor wir jetzt von der Seitenlinie komplett weggehen, möchte ich euch noch einmal auf die Griffe aufmerksam machen. Die kennen wir nämlich schon aus dem A4. Das heißt, sie öffnen nicht mehr klassisch nach vorne herausgehend, sondern leicht nach oben. Ein Blick auf die Reifen zeigt, wir haben hier ungefähr das Mittelding von der Zollzahl her gewählt. Nämlich haben wir hier 19 Zoll Felgen. Starten tut das Ganze bei 17 Zoll und endet dann bei 21 Zoll. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von großen Felgen. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass die 21 Zoll Felgen hier einfach wahnsinnig gut aussehen. Aber, und das darf man nicht vergessen, man muss das immer in Relation zum Fahrkomfort sehen, denn der wird dadurch natürlich gemindert. Außerdem könnt ihr hier vielleicht sehen, dass wir hier doch sehr viel Platz zwischen Reifen und eigentlichem Fahrzeug haben. Das liegt daran, dass wir hier gerade im Offroad-Modus unterwegs waren und 45 mm mehr Spielraum dadurch gewonnen haben. Übrigens sei kurz erwähnt, dass wir hier die Linie Design stehen haben. Es gibt noch Sport oder auch S-Line, wenn wir dann ein bisschen sportlicheres Design wählen möchten. Ansonsten schauen wir uns natürlich auch das Hinterteil vom Q5 an und hier sehen wir zum Beispiel, dass die Heckleuchten zwar von der Grundform her gleich geblieben sind, aber das Innenleben hat sich sozusagen verändert. Das heißt, die Designsprache hier drin, die Streben, die ihr jetzt seht, die sind neu. Und außerdem haben wir auch hier hinten jetzt einen 3D-Effekt. Was vielleicht nicht auf den ersten Blick auffällt, aber wenn wir ein bisschen tiefer schauen, auf den zweiten, die Endrohre, die ihr hier seht, die leider Gottes eigentlich keine richtigen Endrohre sind, denn wie ihr vielleicht erkennen könnt, sie sind geschlossen, sind jetzt mehr in dem Wagen integriert und stehen nicht mehr ab oder raus.
Dahinter verbirgt sich natürlich auch ein Kofferraum, wie immer mit 550 Litern Kofferraumvolumen. Wem das nicht reicht, der kann durch Umklappen etc. natürlich noch erweitern, und zwar auf 1550 Litern. Und wer unsere Videos verfolgt und zum Beispiel das Porsche Macan Video gesehen hat, der dürfte jetzt auch bemerkt haben, dass es sich dabei um genau 50 Liter mehr Kofferraumvolumen handelt. Wir können euch bereits den Basispreis des neuen Audi Q5 sagen. 45.100 € wird es sein für den 2,0 TDI mit 163 PS und einer maximalen Drehmoment von 400 Newtonmeter. Können wir jetzt hier leider nicht fahren. Und ich kann euch leider auch nicht den Preis unseres Fahrzeugs nennen, das ebenfalls 400 Newtonmeter Drehmoment hat, aber dafür 190 PS. Der Normverbrauch liegt dabei bei 5,2 Liter und wir haben auch neu eingeführt mit dem Q5 Quattro Ultra in diesem SUV. Das heißt, richtigen permanenten Quattro gibt es leider nur noch mit der absoluten Top-Motorisierung, dem 3,0 TDI, was ich ein bisschen schade finde. Nur da setzt man auf das selbstsperrende Mittendifferential. Ansonsten haben wir Quattro Ultra. Was heißt Quattro Ultra? Im Prinzip, dass wir nur noch die Vorderachse angetrieben haben, und sollte es notwendig sein, also sollten die Systeme feststellen, es ist besser, wenn ich auch Antriebsmoment an die Hinterachse schicke, dann passiert das. Aber das ist nur im absoluten Notfall, und dementsprechend heißt das Ganze auch Ultra, weil es natürlich ultra sparsam gegenüber dem konventionellen Quattro-Allradantrieb sein soll. Technisch gesehen ist es auch sparsamer, da der hintere Antriebsstrang schon nach dem Getriebe abgekoppelt wird und nicht erst am Hinterachsdifferential. Ferner haben wir jetzt hier neben einer Stahlfederung sowie einer selektiven Dämpfereinstellung als dritte Option auch noch die Luftfederung. Das heißt, es gibt uns, wie euch Larissa da schon gezeigt hat, hier die Möglichkeit, sehr viel Bodenfreiheit noch aus diesem SUV herauszuholen und in Dynamik dann wiederum die ganze Karosserie sehr viel mehr abzusenken, was zum einen natürlich die Dynamik erhöht und zum anderen auch den Spritverbrauch senkt. Dieser Offroad-Modus geht nur bis 35 km/h, danach senkt er sich wieder auf den Allroad-Modus ab, der geht dann wiederum bis 80 km/h und alles darüber ist auf dem Autoniveau, also im Prinzip 2 Stufen tiefer als so. Die genauen Werte in Millimetern seht ihr in der Infobox. Und nun herzlich willkommen im Innenraum des neuen Q5, und ihr dürftet es schon sehen, es hat sich einiges verändert, vor allen Dingen genau das, auf dem ich sitze, hat sich verändert, denn wir haben hier komplett neue Sitze und auf die möchte ich natürlich ein bisschen eingehen. In diesem Fall Leder. Und ein sehr, sehr schönes dunkles Braun mit so einem leichten auberginefarbenen Unterton. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Nähte sind, finde ich, sehr schön verarbeitet, und auch die Nahtführung, nämlich dieses geschwungene und dann nach oben hin übergehende, finde ich sehr, sehr schön. Fabian fand die Sitze direkt angenehm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie auch angenehm, aber ich fühle mich ein wenig von ihnen nicht so wirklich eingemummelt. Das heißt, ich fühle mich so ein bisschen verloren. Ich habe sehr, sehr viel Spielraum zu den Seiten hin, aber wir dürfen nicht vergessen, es sind keine Sportsitze, das sei einfach mal betont. Ansonsten haben wir hier verschiedene Materialien, aber eine komplett, ich sag mal, ruhig gestellte Farbpalette. Das heißt, das Braun wird nochmal hier aufgegriffen oder auch in den Türen, sodass diese Farbe von den Sitzen wiederholt wird. Ansonsten ist alles schwarz gehalten und nur ein bisschen Stahl bzw. Stahloptik zieht sich dann nochmal durch die verschiedenen Elemente als Designteil. Wie ihr hier schon sehen könnt, haben wir hier das virtuelle Cockpit, was wir euch schon ein-, zweimal vorgestellt haben. Link dazu unten in der Infobox, denn wer sich darüber informieren möchte, das wird in diesem Video jetzt nicht unbedingt vorkommen. Darunter, also unter dem virtuellen Cockpit, gibt es noch 2 weitere Stufen. Die Basisvariante sind dann Rundinstrumente in der Mitte mit einem kleinen 5 Zoll Display. Und das Ganze ist in schwarz-weiß. Die mittlere Variante wären dann mit dem Mittelbildschirm in 7 Zoll, links und rechts weiterhin die Rundelemente und das Ganze in Farbe, gefolgt dann von dem hier stehenden virtuellen Cockpit. Als weiteren Bildschirm neben dem virtuellen Cockpit haben wir dann hier das MMI in 8,3 Zoll. Dazu hier unten dann noch diese kleine Touchfläche, die etwas größer und zudem neuer ist. Zum MMI sei gesagt, Stichwort Audi Connect, das heißt Google Earth etc. haben wir jetzt hier nicht verbaut, gibt es aber und ist für 3 Monate kostenlos. Danach wird es dann kostenpflichtig.
Wenn wir übrigens eine Standheizung in unserem Fahrzeug haben, in diesem Fall hier auch nicht, aber an sich natürlich erwerbbar, dann haben wir eine sogenannte Vorkonditionierung, die wir damit machen können. Das heißt, per App können wir steuern, wann bzw. wie das Fahrzeug aufgeheizt wird und, das ist eben noch das Schöne dabei im Sommer, ob es nicht auch abgekühlt werden soll. Es folgt die obligatorische Sitzprobe auf der Rücksitzbank und ich mit meiner Körpergröße von ca. 1,70 kann mich hier hinten eigentlich nicht wirklich beschweren. Der Fahrersitz ist auf Fabians Körpergröße von ca. 1,80 eingestellt. In Sachen Kopffreiheit seht ihr, da habe ich wahnsinnig viel Spielraum und auch die Knie dürfen eigentlich nichts zu meckern aufweisen. Ich könnte mir vorstellen, 1,80 dürfte gut funktionieren. Ihr seht es ja an Fabian gerade. Wir blenden euch das natürlich wie immer ein. 1,90, ja, je nachdem wie derjenige gebaut ist, denke ich, sollte das auch noch gut funktionieren. Also alles top. Kommen wir zum Fahreindruck des neuen Audi Q5. Wir haben hier die optionale Luftfederung, wobei die Karosserie generell schon um 22 mm tiefer ansetzt als die Stahlfeder. Die Dynamik ist dann das Grundsetting, wie wir jetzt gerade fahren, nochmal 15 mm tiefer und beim Offroad-Modus, den wir jetzt gleich nutzen werden, ist das Ganze dann um 45 mm angehoben. Dazwischen gibt es noch den Allroad-Mode, der wiederum 25 mm über dem normalen Niveau liegt. Der geht dann auch bis 80 km/h, das heißt, da kann man ein bisschen flotter unterwegs sein. Jetzt fahren wir auf das kleine Offroad-Gelände zu und wählen dann im Dynamic Select einfach mal Allroad. Da können wir dann auch bis 80 km/h schnell fahren und das Anheben dauert natürlich etwas, bis da die ganze Luft reingepumpt wird. Das heißt, vorne und hinten geht er immer so leicht nach oben. Da kann ich euch noch mal kurz was über das Projektions-Head-Up-Display erzählen, wobei wir dann zum Beispiel auch hier die Informationen sehen, ob der Bergabfahrassistent, der ja automatisch mitbremst, aktiviert ist. Ferner würden wir da auch die Navigation sehen, wenn sie hier in Mexiko funktionieren würde, aber wir orientieren uns da einfach an dieser einen geteerten Straße, die es gibt. Und dann brauchen wir keine Navigation, denn allzu gut funktioniert sie nicht, genauso wie die Audi Connect Services. So. Wir haben hier den Quattro Ultra, das heißt keinen permanenten Allradantrieb, aber man merkt schon, wenn vorne Schlupf ist, dass er ganz kurz von hinten schiebt, wie so einen kleinen Impuls, also nicht permanent, sondern einfach nur über diesen kleinen Schlupfimpuls an der Vorderachse einfach hinausschiebt, sodass wir aus dem Sand rauskommen. Jetzt können wir das Ganze ja noch mal ein bisschen anheben, indem wir in den Modus Lift bzw. Offroad gehen, wo sich noch mal ein kleines bisschen nach oben pumpt, aber dann das Ganze nur bis 35 km/h geht. Dabei, wenn wir in diesen Lift-Offroad-Modus gehen, wird auch direkt der Bergabfahrassistent aktiviert, der wiederum dann eine automatische Bremsung einleitet, wenn wir den Berg hinunterfahren. Zudem merken wir jetzt von Allroad in Offroad direkt, dass der Motor sehr lange im ersten Gang bleibt, sodass wir immer genug Power haben und jetzt nicht irgendwo in einem höheren Gang bei niedrigen Drehzahlen feststecken bleiben. Da der Q5 ja auf der MLB Evo-Plattform aufbaut, haben wir auch die 5-Lenker Vorder- sowie Hinterachse, was uns auf der normalen Straße ein sehr gutes Abrollkomfortverhalten gibt. Hier im Offroad-Bereich merkt man jetzt vom hohen Abrollkomfort nicht so viel, aber er kämpft sich auf jeden Fall trotz Quattro Ultra sehr gut hier durch. Dann sei auch noch gesagt bezüglich der Ergonomie von der Mittelkonsole, die ist nämlich beim Handschalter, also beim absoluten Basismodell, etwas mittelmäßig, sage ich mal, da wir jetzt hier mit der S-Tronic bzw. auch mit der Automatik im größeren Motor einen schönen Schalthebel hier haben, der auch gleichzeitig als Handablage dient, wobei wir dann schön dieses große Touchfeld bedienen können. Wenn wir für den Handschalter, also das Basismodell, uns entscheiden, dann rutscht das Touchfeld nach vorne bzw. näher zum Fahrer und das Schaltgetriebe als solches, also der Schalthebel, rutscht nahe Richtung Display, was ergonomisch ehrlich gesagt nicht so gut ist. Aber wie gesagt, es gibt das Schaltgetriebe ja eigentlich nur noch im Basismodell. Dementsprechend sollte die Ergonomie für die meisten der Käufer ziemlich in Ordnung sein. Vom Standpunkt des Designs wissen wir schon, Audi geht da sehr vorsichtig vorweg, aber wir haben deutliche Merkmale, woran wir wirklich den neuen Audi Q5 erkennen, und ich finde, es ist schon schöner geworden als zuvor. Aber besonders die technischen Neuerungen haben ja den Vorteil, dass wir hier ein deutlich gesitteteres, besser liegendes Fahrzeug haben.
und gerade mit der Luftfederung, die wahrscheinlich optional einiges an Geld kosten wird, aber ich kann euch schon mal so viel sagen, die lohnt sich, denn von der Spreizung her haben wir einen guten Mix zwischen einem komfortablen Fahrzeug und eben einem Fahrzeug, das auch mal hier auf solche Sandbänke fahren kann. Bevor ihr uns jetzt verlasst, geht natürlich das Wort wie immer an euch. Wie gefällt euch der neue Audi Q5? Wäre das ein Fahrzeug, was ihr euch zulegen würdet? Und wenn ja, warum genau, wofür würdet ihr dieses Fahrzeug nutzen? Schreibt das gerne alles unten in die Kommentare. Falls euch der Audi Q5 nicht so gefällt, dann natürlich auch mit einer Begründung, warum, alles in die Kommentare setzen und wir spielen wie immer mit. Ansonsten, falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch direkt, dann sehen wir uns nämlich auch beim nächsten Mal wieder und jetzt hoffen wir, dass ein paar Sonnenstrahlen zu euch rüberkommen. Bis dahin, ciao!